Digitale Barrierefreiheit ist ein komplexes Thema. Soll sie umgesetzt werden, so ergeben sich zunächst oft einige Fragen. Bezogen auf den universitären Bereich geht es darum, dass alle digitalen Lehrangebote und verwaltungstechnischen Formalia so bereitgestellt werden, dass sie für alle ohne fremde Hilfe zugänglich und nutzbar sind. Seit 2020 sind Universitäten und Hochschulen in Deutschland dazu gesetzlich verpflichtet. Digitale Barrierefreiheit umfasst zunächst eine Reihe konkreter technischer Vorgaben. So müssen Webseiten, digitale Anwendungen und PDF-Dokumente so konzipiert, gestaltet und technisch umgesetzt werden, dass sie auch für Menschen mit Beeinträchtigung selbstständig nutzbar sind. Dazu gehört zum Beispiel, dass alle Inhalte mithilfe eines sogenannten Screenreaders, einer Software mit Vorlesefunktion, für blinde Menschen lesbar sind. Hierzu weisen auch alle verwendeten Bilder oder Grafiken sogenannte Alternativtexte auf, die den Inhalt des Bildes für Nichtsehende erläutern. Bei der Gestaltung von Dokumenten helfen Formatvorlagen zur korrekten Erstellung von Überschriften, Listen, Tabellen und Absätzen. Auch im Umgang mit Farbkontrasten, Schriftgrößen und Schriftarten sind bestimmte Vorgaben zu beachten, damit die Inhalte möglichst leicht zu erfassen sind. Das hilft nicht nur Menschen mit einer Sehbeeinträchtigung, sondern auch Personen mit einer Leseschwäche. Videos sollten außerdem über Untertitel verfügen, damit auch gehörlose Menschen problemlos dem Inhalt folgen können. Für Personen mit Sehbeeinträchtigung sollten Videos idealerweise auch über eine Audiodeskription verfügen. Zusätzlich ist es sinnvoll, Videos mit einer Bild-in-Bild-Gebärdensprache-Übersetzung bereitzustellen, da Gebärdensprache für viele gehörlose Menschen die Erstsprache ist. Sie folgt einer anderen Grammatik und Struktur als Schriftdeutsch und ist somit besser verständlich. In Videokonferenzen und anderen digitalen Veranstaltungen sollten Live-Untertitel oder Gebärdensprache-Verdolmetschung zum Einsatz kommen. Für auditives Material, zum Beispiel Podcasts oder Vortragsmitschnitte, sollte ein schriftliches Transkript bereitgestellt werden. Wie Sie die verschiedenen technischen Vorgaben konkret umsetzen, erfahren Sie in unserer Videoreihe zur digitalen Barrierefreiheit. Je nach Zielgruppe ist es außerdem sinnvoll, ausgewählte Inhalte zusätzlich in leichter Sprache bereitzustellen. Leichte Sprache folgt bestimmten Regeln. Sie nutzt kurze Sätze mit einem einfachen Satzbau, verzichtet auf Fremdwörter und Abkürzungen sowie auf Genitiv und Konjunktiv und setzt unterstützend Illustrationen ein. Weiterführende Hinweise finden Sie zum Beispiel beim Netzwerk Leichte Sprache. Bei Vorlesungen, Seminaren, Besprechungen und universitären Sitzungen sollten zudem bestimmte Gesprächsregeln gelten, analog und digital. So sollten die jeweils Sprechenden immer der Kamera bzw. den Zuhörenden zugewandt sein, um Menschen mit Beeinträchtigung des Gehörs das Lippenlesen zu ermöglichen. Aus demselben Grund und aus Höflichkeit sollten nicht zwei Personen gleichzeitig sprechen. Außerdem nennen die Sprechenden vor Beginn ihres Redebeitrags ihren Namen und sprechen andere in der Diskussion mit Namen an. So wissen auch Personen mit Sehbeeinträchtigung, wer spricht, bzw. dass sie angesprochen sind. Neben diesen konkreten Vorgaben geht es aber auch darum, offen zu sein für die individuelle Situation der Studierenden und KollegInnen. Dies ist auch deshalb wichtig, weil ein Großteil der studienrelevanten Beeinträchtigungen psychischer Art ist, wie etwa Depression oder Angststörungen. Haben Sie daher Verständnis für die verschiedenen Bedarfe und Lebenssituationen und bemühen Sie sich, die zu vermittelnden Inhalte für alle Beteiligten zugänglich zu machen. So wird das Hochschulangebot allgemein verbessert. Idealerweise denken Sie den Aspekt Barrierefreiheit von Anfang an mit. So vermeiden Sie auch umständliches Nachjustieren. Bei weiteren Fragen melden Sie sich gern bei der Stabsstelle Chancengleichheit, Diversität und Familie unter chancengleichheit@uni-leipzig.de.